Servus Leute, heute bauen wir mal ein Projekt für einen guten Zweck, und zwar soll es ein Schachbrett mit einem besonderen Design werden. Bei diesem Projekt stehe ich ein ganz kleines bisschen unter Zeitdruck, weil das Projekt bis Ende des Jahres fertig sein muss und auch noch nach Österreich verschickt werden soll. Und ihr wisst ja, Heimwerken und Zeitdruck, das ist eine ganz üble Kombination, die kann ganz schnell in die Hose gehen. Deswegen fangen wir an. Ja, dann drückt man die Daumen, dass es dann auch klappt. Ist ja alles für einen guten Zweck. So, jetzt besorgen wir uns erstmal das Holz. Da habe ich ja in meiner alten Werkstatt noch jede Menge Resthölzer rumstehen. Und die werden wir heute verwenden. Ja, die Eiche, die sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier habe ich auch noch was Cooles. Mahagoni, das nehmen wir auch mit. Und das Brett hier auch. Mehr Holz braucht man nicht. Während ich das Holz hier abbreche, erzähle ich euch nebenbei schon mal ein bisschen was zu der wohltätigen Aktion, für die ich das Schachbrett hier bastel. Und zwar hat der Christian vom YouTube-Kanal Colorwood eine Verlosungsaktion ins Leben gerufen, bei der verschiedene Instagrammer und auch YouTuber Projekte basteln, und die Projekte könnt ihr dann gewinnen. An der Losaktion kann jeder teilnehmen, man kann sich so viele Lose kaufen, wie man will, und der Erlös geht dann zu 100% an den Sterntalerhof. Das ist ein Kinderhospiz in Österreich, und ihr seht, das ist wirklich ein richtig guter Zweck. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung mal ein Video, wie die Aktion abläuft und vor allem wann. Und dann würde ich mich freuen, wenn viele von euch teilnehmen und wenn ein großer Betrag für den Sterntalerhof zusammenkommt. So, mit dem Zuschnitt bin ich fast fertig. Das Mahagoniholz habe ich mir auf 3 x 3 cm runtergehobelt. Das ist wichtig, dass nachher beide Seiten exakt gleich sind. Werdet ihr dann sehen, warum. Und jetzt schaut euch mal die Farbe und die Maße von dem Holz an. Also das ist echt der Hammer. Das kommt richtig cool zur Geltung. So, jetzt müssen wir uns hier noch so einzelne Würfel schneiden. Und das machen wir hier an der Kappsäge. Damit dann auch alle Teile gleich sind, bauen wir uns jetzt hier noch so einen provisorischen Anschlag hin, und dann kann es schon losgehen. Und so sehen die Würfel dann aus. Dann machen wir mal mit dem Epoxidharz weiter. Die Gießform, die wir dazu brauchen, habe ich auch schon mal vorbereitet. Hier ganz normal aus beschichteten Spanplatten, und die Oberfläche habe ich noch mit Klebeband abgeklebt, sodass dann später das Epoxidharz nicht am Holz anhaften bleibt. Ja, dann können wir eigentlich loslegen. Aber davor müssen wir zunächst erstmal die ganzen Würfel hier in der Gießform im Schachbrettmuster fixieren, und damit machen wir jetzt erstmal noch weiter. Bei der Anordnung der Würfel muss man genau arbeiten, weil sonst später das Muster nicht passt, und vor allem muss man die Würfel auch gut fixieren, weil wenn sie sich später im Epoxidharz lösen und aufschwimmen, dann hat man ein Riesenproblem. Zum Gießen habe ich ein Epoxidharz mit einer maximalen Gießhöhe von 2 cm von meinem Kooperationspartner der Firma Epoxid 1 verwendet, und das ist für mein Projekt optimal geeignet, weil meine Gießhöhe, die liegt hier bei 1,5 cm. Die Produkte verlinke ich euch alle mal unten in der Videobeschreibung. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, mit welcher Farbe ich das Epoxidharz färben soll. Ich habe hier eine riesen Auswahl, aber 3 in der engeren, und das wären Blau, Grün oder Smoky Black. Aber ich glaube, ich werde Smoky Black nehmen. Das sieht wahrscheinlich am edelsten aus. Ja, das ist jetzt echt nicht ganz einfach, aber für was muss ich mich halt entscheiden. Aber ich werde jetzt von diesem Smoky Black nur ganz wenig dazugeben, dass es so einen ganz leicht grauen Ton hat. Kommen mir dann auch noch farbige LEDs rein. Wenn euch interessiert, was es bei der Verarbeitung von Epoxidharz alles zu beachten gibt, dann schaut einfach mal in meine älteren Videos. Da habe ich alles rund ums Thema Epoxidharz schon ausführlich erklärt. So, das Harz ist jetzt soweit ausgehärtet, dass wir weitermachen können. Zum Glück, ich bin nämlich echt schon zeitlich knapp dran. Mit dem Guss bin ich eigentlich zufrieden. Ich habe es allerdings drinnen leicht kaum abgestellt. Das bedeutet, dass das Harz jetzt von der einen Seite auf die andere Seite gelaufen ist. Hier ist jetzt ein bisschen mehr, hier ein bisschen weniger. Das ist nicht schön, aber jetzt auch nicht dramatisch, weil wir müssen die Oberfläche ja eh noch schleifen. Ich bin jetzt die ganze Zeit schon am Überlegen, wie ich jetzt die Oberfläche abbricht. Entweder mit dem Exzenterschleifer, das ist allerdings ein Haufen Arbeit, und es wird natürlich auch nicht ganz so genau, oder mit dem dicken Hobel. Aber mit dem dicken Hobel, ja, da dürfte halt nichts schief gehen, weil wenn mir das Brett ein kleines bisschen verkantet, dann haut es mir alles auseinander, und das wäre es dann gewesen. Also ja, das dürfte auf keinen Fall passieren. Naja, jetzt schalten wir es erst einmal aus, dann sehen wir weiter.
Ich habe mich jetzt für die Variante mit dem dicken Hobel entschieden. Ich werde es aber so einstellen, dass immer nur eine minimale Höhe abgetragen wird, sodass dann eigentlich nichts passieren dürfte. Also drückt mir die Daumen, dass alles gut geht. Oh Mann, ey, Leute, ich könnte ausrasten. Verdammt nochmal, gerade bei dem Projekt hier, wo jetzt auf jeden Fall was werden muss. Ich hab's befürchtet, aber hab's trotzdem gemacht. Ich könnte mir einen Arsch treten, Mann. Schaut her, was passiert ist. Hier oben alles abgebrochen. Hier, wo es hinten rausgedrückt wird aus dem Hobel. Alles gesplittert und genau bei diesem Projekt hier, wo es hätte nicht passieren dürfen. Was mache ich jetzt? Nee Leute, aufgeben ist keine Option, nicht bei diesem Projekt. Das muss fertig werden, koste es was es wolle. Deswegen habe ich jetzt noch mal eine Sonderschicht eingelegt, habe alles nochmal gebaut, nochmal gegossen und jetzt geht's weiter. Das Projekt wird fertig, das garantiere ich euch. Und wenn es das letzte ist, was ich mache. Als nächstes machen wir jetzt hier mit dem Korpus für das Schachbrett weiter. Das soll ja hier so eine LED-Beleuchtung rein. Und dazu müssen wir jetzt hier so ein Steuerungselement verbauen. Das zeichne ich mir jetzt hier mal an auf der Bodenplatte. Und dann werden wir die Aussparung ausfräsen. Für die Aussparung verwenden wir die Oberfräse. Damit sind wir nämlich am allerschnellsten fertig. Ja, das passt. Als nächstes machen wir mit dem Korpus weiter. Den will ich ja aus Eichenholz bauen und da will ich mir jetzt hier an den Leisten noch eine Nute einfräsen, wo man dann das LED-Band möglichst unauffällig verlegen kann. Dazu verwenden wir die Oberfräse, dann sind wir nämlich auch ruckzuck fertig. Was auch nicht ganz ohne ist, ist das Schneiden der Gärungswinkel. Da muss man nämlich äußerst genau arbeiten und da kann auch einiges schief gehen. Der Worst Case wäre, wenn dann die Teile zu kurz wären. Deswegen mache ich so, dass ich mir zuerst immer die Schnittrichtung anzeichne und dann erstmal schneide und dann nochmal genau nachmesse und erst dann die zweite Seite schneide. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob alles passt. Ja, das kann man lassen. Das passt soweit. Wieder ein Stolperstein weniger. Jetzt brauche ich hier nur noch 2 Löcher. Einmal für den Stromanschluss und einmal für den Sensor für die Fernbedienung. Und dann können wir das Ganze hier schon zusammenleimen. Da braucht man ein 9er Loch, das kriegt man hin. Ja Leute, kleines Problem, Denkfehler in meiner Planung. Ich habe ja geplant, hier das Schachbrett so leicht erhöht in dem Rahmen dann einzusetzen. Wollte dazu eigentlich hier so eine Leiste reinleimen über die gesamte Fläche. Aber wenn ich das jetzt mache, ja, dann sieht man das ja hier am Epoxidharz, an den durchsichtigen Stellen. Und deswegen musste ich mir da was anderes überlegen. Mein Plan sieht so aus, dass ich hier überall, wo später diese Holzteile sein werden, hier so einen Würfel aufleim, also dann entsprechend auf diese Platte. Die Würfel sind etwas kleiner als die Holzwürfel und dann sieht man sie später auch nicht. Ja, das dürfte eigentlich funktionieren. Dafür habe ich mir jetzt hier schon mal die benötigten Punkte auf der Platte angezeichnet und da werden später die Hölzchen aufgeleimt. Während der Leim drin abbindet, machen wir jetzt hier mit dem Schleifen der Oberfläche weiter.
Dieses Mal muss es was werden, sonst raste ich aus. Ich werde jetzt auch ein wenig anders vorgehen. Ich habe mir jetzt hier die Gießform auf die benötigte Höhe abgeschnitten und dann werden wir jetzt mit dem Extenderschleifer das alles plan schleifen. Wenn ihr euch jetzt übrigens fragt, warum ich die Platte in der Gießform drin lasse, ganz einfach. Man hat an Außenrum zusätzlich noch eine Auflagefläche, weil ich habe nämlich in der Vergangenheit festgestellt, wenn man solche kleinen Platten schleift, dass es nicht ganz einfach ist, weil man mit dem großen Schleifer dann immer hier rechts und links an den Kanten immer ein wenig abrutscht und dann sind die Kanten außen, also die Seiten, immer ein bisschen niedriger als in der Mitte und dann hat man so einen leichten Buckel. Und durch die zusätzliche Auflagefläche lässt sich das hoffentlich ein bisschen reduzieren. Beim Schleifen von Epoxidharz ist es ja normalerweise immer das Ziel, dass man eine möglichst klare, durchsichtige Oberfläche erhält. Bei mir ist es diesmal anders. Da soll die Oberfläche eher trüb sein, dass man die verbauten Elektronikteile dann im Inneren nicht sieht. Ja, und deswegen schleife ich hier auch nur bis zu einer maximalen Körnung von 240. So Leute, Endspurt bei diesem Projekt. Es wird Zeit, dass es fertig wird. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, habe schon die LED-Streifen installiert und angeschlossen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Schachbrett hier aufsetzen, festkleben und dann kommt die beste Arbeit, nämlich das Ölen der Oberfläche. Und da bin ich schon mal gespannt darauf, wie das Holz dann zur Geltung kommt. Zum Festkleben der Platte verwende ich Sekundenkleber, weil auf der Unterseite auf dem Holz noch Epoxidharz drauf ist und dann wird es mit Leim wahrscheinlich nicht richtig halten. Deswegen hier den Sekundenkleber. Und jetzt schaut euch mal das Mahagoniholz an. Das ist echt der Hammer, wie das hier rauskommt durch das Öl. Das schaut echt nochmal deutlich besser aus als hier im Video. Also beim Ölen ist echt immer wieder erstaunlich, was man da noch rausholen kann. Tada! So, ja, das Schachbrett ist endlich fertig. Es hat zwar deutlich länger gedauert als gedacht, aber ich habe gesagt, es wird fertig und es ist fertig. Ja, mit dem Ergebnis bin ich auch sehr zufrieden und ich werde es jetzt auf direktem Weg zum Christian nach Österreich schicken, dass es dann auch noch rechtzeitig ankommt. Euch zeige ich mal noch ein paar Bilder, ein paar Sequenzen, wie es dann aussieht, wenn es beleuchtet ist. Es ist nämlich richtig cool geworden, also noch dranbleiben. Und was ich hoffe, ist, dass ihr alle an dieser Verlosung teilnehmt. Ihr dürft natürlich auch mehr Lose kaufen und es gibt natürlich auch noch viele andere coole Projekte von anderen Bastlern. So, ich muss jetzt los. Für heute Schluss. Ich muss mich beeilen. Wir sehen uns in den nächsten neuen Bastelvideos. Macht's gut. Ciao.